Deutschland, offiziell die Bundesrepublik Deutschland, ist ein Land mit viel Geschichte, Kultur und regionaler Vielfalt. Es besteht aus 16 Bundesländern. Jedes Bundesland hat seinen eigenen Charakter, eine eigene Regierung und eigene Traditionen. Diese Vielfalt macht die deutsche Identität besonders. Von den lebhaften Städten wie Berlin und München bis zu den ruhigen Landschaften in Bayern und Sachsen. Die Bundesländer sind das Fundament des deutschen Staates. Wenn man die Bundesländer versteht, versteht man auch die deutsche Gesellschaft, Politik und Geografie besser. Erstes Baden-Württemberg. Baden-Württemberg liegt im Südwesten von Deutschland. Es ist eines der größten und reichsten Bundesländer. Die Hauptstadt ist Stuttgart. Stuttgart ist bekannt für die Autoindustrie. Zwei sehr bekannte Automarken, Mercedes-Benz und Porsche, kommen aus Stuttgart. Man kann dort auch Museen besuchen, in denen diese Autos gezeigt werden. Ein berühmtes Naturgebiet in Baden-Württemberg ist der Schwarzwald. Das ist ein großer, grüner Wald mit vielen Bäumen, Bergen und kleinen Dörfern. Der Schwarzwald ist beliebt bei Wanderern, Radfahrern und Touristen. Es gibt dort auch traditionelle Häuser mit Holz und viele alte Uhren, die man Kuckucksuhren nennt. In Baden-Württemberg gibt es auch viele Universitäten, zum Beispiel in Heidelberg, eine der ältesten Städte mit einer bekannten Universität. Viele Studenten aus der ganzen Welt kommen dorthin. Dieses Bundesland ist also sehr wichtig für Technik, Wissenschaft, Natur und Tradition. Zweite Bayern. Bayern ist das größte Bundesland in Deutschland. Es liegt im Südosten des Landes. Die Hauptstadt ist München, eine große und moderne Stadt. München ist bekannt für das große Oktoberfest. Dort trinken die Menschen Bier, tragen Trachten wie Lederhosen und Dirndl und hören Blasmusik. In Bayern gibt es viele Berge, besonders in den Alpen. Im Winter kann man dort Ski fahren, im Sommer wandern. Auch die Schlösser sind sehr bekannt, zum Beispiel Schloss Neuschwanstein, das aussieht wie ein Märchenschloss. Bayern hat eine starke Kultur und eigene Dialekte. Die Menschen dort sind stolz auf ihre Traditionen, Musik und Essen, zum Beispiel Weißwurst, Brezeln und Knödel. Bayern ist auch ein wichtiges Land für Wirtschaft und Technik. Firmen wie BMW und Siemens haben hier ihren Sitz. Es ist also ein Bundesland mit Natur, Kultur und Industrie. Dritter. Berlin. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Es ist auch ein Bundesland und eine große Stadt im Osten des Landes. In Berlin leben sehr viele Menschen aus verschiedenen Ländern. Die Stadt ist modern, bunt und voller Leben. Früher war Berlin durch die Berliner Mauer geteilt, in Ostberlin und Westberlin. Heute ist die Mauer fast ganz weg, aber man kann noch Teile davon sehen. Ein berühmter Ort ist zum Beispiel die East Side Gallery, dort ist die Mauer mit bunten Bildern bemalt. Berlin hat viele Sehenswürdigkeiten, das Brandenburger Tor, den Reichstag, das Parlament, den Fernsehturm und Museen auf der Museumsinsel. Es gibt auch viele Parks, Cafés, Kunst und Musik. Berlin ist auch politisch sehr wichtig, hier sitzt die Regierung von Deutschland. Es ist eine Stadt für Geschichte, Politik, Kultur und Freiheit. Vierter Brandenburg. Brandenburg ist ein Bundesland rund um Berlin. Es ist größer als Berlin, aber hat viel weniger Menschen. In Brandenburg gibt es viele Seen, Wälder und kleine Städte. Die Landschaft ist ruhig und naturnah. Die Hauptstadt von Brandenburg ist Potsdam. Dort steht das berühmte Schloss Sanssouci, ein großes und schönes Schloss mit einem Park. Früher lebte dort der König von Preußen. Viele Leute, die in Brandenburg wohnen, arbeiten in Berlin. Sie fahren jeden Tag zur Arbeit in die Stadt. Brandenburg ist also ruhig zum Leben, aber nah an der großen Stadt. Brandenburg ist auch gut für Wandern, Radfahren und Wassersport. Es gibt viele Naturschutzgebiete mit Tieren und Pflanzen. Wer Natur liebt, ist in Brandenburg genau richtig. 5. Bremen. Bremen ist ein kleines Bundesland im Nordwesten von Deutschland.
Es besteht aus 2 Städten, Bremen und Bremerhaven. Diese Städte liegen an der Weser, einem Fluss, der ins Meer führt. Die Hauptstadt heißt auch Bremen. Sie ist eine alte Hansestadt mit einer langen Geschichte im Handel und Schifffahrt. Der große Hafen war früher sehr wichtig für Waren aus aller Welt. Ein bekanntes Symbol von Bremen sind die Bremer Stadtmusikanten, das sind 4 Tiere aus einem Märchen, ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn. Es gibt eine Statue von ihnen in der Stadt. Viele Touristen machen dort ein Foto. Bremerhaven liegt am Meer. Dort gibt es ein großes Schifffahrtsmuseum und viele Boote. Die Menschen hier leben oft vom Fischfang, vom Hafen oder vom Tourismus. 6. Hamburg. Hamburg ist eine große Stadt im Norden von Deutschland. Es ist auch ein Bundesland. Hamburg ist bekannt für seinen Hafen, der einer der größten in Europa ist. Viele Schiffe kommen hierher, und der Hafen ist sehr wichtig für Handel und Transport. In Hamburg gibt es viele Brücken und Kanäle, die die Stadt besonders machen. Der berühmte Speicherstadtbereich besteht aus alten roten Becksteingebäuden, in denen früher Waren gelagert wurden. Heute sind dort Museen und Restaurants. Hamburg hat auch ein großes Kulturangebot. Es gibt viele Theater, Konzerte, Musik- und Kunstgalerien. Die Reeperbahn ist eine bekannte Straße für Nachtleben und Musik. Die Stadt ist auch bekannt für den Michel, eine große Kirche, und den Hamburger Fischmarkt, wo man frischen Fisch kaufen kann. 7. Hessen. Hessen liegt in der Mitte von Deutschland. Die Hauptstadt ist Wiesbaden, eine Stadt mit vielen heißen Quellen und schönen Parks. Wiesbaden ist bekannt für seine Thermen und Spaß, wo die Menschen entspannen können. Eine andere sehr bekannte Stadt in Hessen ist Frankfurt am Main. Frankfurt ist eine große Stadt, die besonders für Wirtschaft und Banken bekannt ist. Dort gibt es auch den größten Flughafen von Deutschland, der sehr wichtig für Reisen ist. In Hessen gibt es viele Wälder, Berge und Flüsse. Der Main fließt durch Frankfurt und ist ein wichtiger Fluss. Hessen ist auch bekannt für den Rhein, der im Westen des Bundeslandes fließt. Hessen hat eine lange Geschichte, die auch mit Goethe zu tun hat. Der berühmte Dichter wurde in Frankfurt geboren. Viele Schlösser und Burganlagen gibt es in der Region. 8. Niedersachsen. Niedersachsen ist ein großes Bundesland im Nordwesten von Deutschland. Die Hauptstadt von Niedersachsen ist Hannover. Hannover ist bekannt für Messen und Märkte. Es gibt hier eine große Technikmesse, auf der viele neue Erfindungen gezeigt werden. In Niedersachsen gibt es viele Felder, Wälder und Seen. Besonders im Herbst kann man die vielen bunten Blätter in den Wäldern sehen. Niedersachsen hat auch eine lange Küste an der Nordsee. Dort gibt es viele kleine Inseln, zum Beispiel Sylt und Norderney, die besonders im Sommer für Touristen sehr beliebt sind. In Niedersachsen gibt es viele historische Städte. Eine davon ist Göttingen, eine Stadt, die für ihre Universität bekannt ist. Viele Studenten kommen aus aller Welt nach Göttingen. 9. Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, NRW, ist das größte Bundesland in Deutschland, wenn man die Menschenanzahl zählt. Die Hauptstadt ist Düsseldorf, aber die größte Stadt ist Köln. Köln ist bekannt für den Kölner Dom, eine sehr große Kirche, die viele Touristen anzieht. NRW ist ein sehr wichtiges Wirtschaftsgebiet. In Essen und Duisburg gibt es viele Industrien und Fabriken. Aber es gibt auch viel Natur. Zum Beispiel gibt es den Nationalpark Eifel, wo man wandern kann. In Nordrhein-Westfalen gibt es viele historische Städte. In Bonn, der ehemaligen Hauptstadt von Westdeutschland, gibt es viele Museen und historische Gebäude. Aachen ist bekannt für den Aachener Dom, wo die deutschen Könige gekrönt wurden. NRW ist auch bekannt für seine Musik und Theater. Es gibt viele Konzerte und Kunstfestivals, besonders in Städten wie Düsseldorf und Köln. 10. Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz liegt im Westen von Deutschland.
Die Hauptstadt ist Mainz, eine Stadt am Rheinfluss. Mainz ist bekannt für seine Weine und seine alte Geschichte. In Mainz gibt es viele alte Gebäude und Museen. Das Land ist besonders berühmt für den Weinbau. In der Region gibt es viele Weinberge und Weinfeste. Besonders bekannt ist das Weinanbaugebiet Mosel, wo viele Touristen kommen, um Wein zu probieren. In Rheinland-Pfalz gibt es auch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald, in dem man wandern kann. Es gibt viele Schlösser und Burganlagen in dieser Region, wie Burg Eltz, die sehr schön und berühmt ist. Das Land hat eine lange Geschichte, besonders während der römischen Zeit, als dort viele römische Städte und Bauten entstanden. 11. Saarland. Saarland ist das kleinste Bundesland in Deutschland. Es liegt im Westen, direkt an der Grenze zu Frankreich. Die Hauptstadt von Saarland ist Saarbrücken. Saarland hat eine lange Geschichte. Früher gehörte es oft zu anderen Ländern. Deshalb ist die Region kulturell sehr vielfältig. Es gibt viele französische Einflüsse, vor allem in der Sprache und im Essen. Saarland ist auch bekannt für seine Industrie. Früher wurde hier viel Stahl produziert. Heute gibt es viele Waldgebiete und Naturparks. Man kann dort gut wandern oder Rad fahren. Das Land hat auch viele Schlösser und Burganlagen. Ein schönes Beispiel ist die Burg Homburg, die hoch auf einem Berg steht. 12. Sachsen. Sachsen liegt im Osten von Deutschland. Die Hauptstadt ist Dresden, eine wunderschöne Stadt an der Elbe. Dresden ist bekannt für seine barocken Gebäude, wie die Frauenkirche und den Zwinger, ein palastartiges Gebäude mit vielen Kunstwerken. Sachsen ist auch bekannt für Leipzig, eine weitere wichtige Stadt. Leipzig hat eine lange Tradition in der Musik, besonders durch Johann Sebastian Bach, der dort arbeitete. Das Land ist auch sehr grün, mit vielen Wäldern und Bergen. Der Sächsische Schweiz-Nationalpark ist berühmt für seine Felsen und Aussichtspunkte, die eine tolle Aussicht bieten. In Sachsen gibt es auch viele Schlösser und Burganlagen, die die Geschichte des Landes widerspiegeln. Es ist ein Ort, an dem Kultur und Natur zusammenkommen. 13. Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt liegt in Mitte von Deutschland. Die Hauptstadt ist Magdeburg, eine Stadt am Elbefluss. Magdeburg ist sehr alt und hat viele historische Gebäude, wie den Magdeburger Dom, eine große Kirche. Sachsen-Anhalt ist bekannt für seine Schlösser und Burgen. Eine der bekanntesten ist die Burg Falkenstein, die hoch auf einem Berg steht. Die Region hat auch viele Wälder und Seen. Der Harz ist ein bekannter Berg in Sachsen-Anhalt, wo viele Menschen wandern oder im Winter Ski fahren. In Sachsen-Anhalt gibt es auch Kultur und Kunst. Die Stadt Halle ist bekannt für ihre Musik und das Händel-Haus, in dem der berühmte Komponist Georg Friedrich Händel geboren wurde. 14. Thüringen. Thüringen liegt in Mitte von Deutschland. Die Hauptstadt ist Erfurt. Erfurt ist eine sehr alte Stadt und hat viele historische Gebäude, wie den Erfurter Dom und die Krämerbrücke, eine alte Brücke mit vielen Geschäften. Thüringen ist bekannt für seine Wälder, besonders den Thüringer Wald, der perfekt für Wandern ist. Der Inselsberg ist der höchste Berg im Thüringer Wald und ein beliebter Ort für Touristen. In Thüringen gibt es auch viele Schlösser und Burganlagen. Das bekannteste ist Schloss Wartburg, ein großes Schloss, das hoch auf einem Berg steht. Es ist sehr berühmt, weil Martin Luther dort ein Buch übersetzte. Thüringen ist auch bekannt für seine Wurst, besonders die Thüringer Rostbratwurst, die in vielen Restaurants und auf Festen gegessen wird. 15. Bremen. Bremen ist ein sehr kleines Bundesland im Nordwesten von Deutschland. Die Hauptstadt ist auch Bremen. Bremen ist eine sehr alte Stadt mit einer langen Geschichte. Bremen ist bekannt für das Bremen Rathaus, ein altes Gebäude, das auf dem Marktplatz steht. Es gibt auch das Bremer Roland-Denkmal, das ein Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit ist. Eine berühmte Geschichte aus Bremen ist die der Bremer Stadtmusikanten.
Es ist ein Märchen von Brüder Grimm über 4 Tiere, die nach Bremen gehen, um Musik zu machen. Bremen hat auch einen großen Hafen, der für den Handel wichtig ist. Der Schnoor ist ein Altstadtviertel in Bremen mit alten Häusern und kleinen Gassen. Es gibt auch viele Museen und Theater in Bremen. 16. Hamburg. Hamburg ist eine sehr große Stadt im Norden von Deutschland. Es ist auch ein Bundesland. Die Hauptstadt ist Hamburg. Hamburg ist bekannt für seinen Hafen, der einer der größten in Europa ist. In Hamburg gibt es viele Brücken, da die Stadt viele Flüsse und Kanäle hat. Besonders bekannt ist der Binnenalster, ein großer See mitten in der Stadt. Hamburg ist auch berühmt für seine Musikszene, vor allem die Reeperbahn, eine berühmte Straße im St. Pauli-Viertel, bekannt für Nachtclubs und Konzerte. Die Stadt hat auch viele Theater und Musicals. Ein weiteres Highlight in Hamburg ist der Tierpark Hagenbeck, ein sehr schöner Zoo, der eine große Vielfalt an Tieren zeigt.